Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Dell Latitude 14 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite, auch ausnahmsweise mal wirklich gut zu lesen. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass es sich hier um ein Touch-Display handelt. Und in dem Fall ist es so, dass die komplette Einheit inklusive Deckel, Display und allem drum und dran, Kabel etc. Zusammengeliefert werden. Das heißt, wenn man das Display tauscht, muss man wirklich die komplette Einheit abschrauben. Alle Kabel raus und dann auch wieder entsprechend dran schrauben. Ist also tatsächlich eine einfache Sache, einfacher als wäre das Display einzeln. Bei der Tastatur ist es so, die gibt es einzeln. Die ist allerdings von unten verschraubt. Das heißt, man muss wirklich komplett alles aus dem Gerät rausnehmen, inklusive Mainboard, also wirklich alles leer machen, um an die Schrauben ranzukommen. Beim Touchpad ist es so, das kommt zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man alle Schrauben, die hier drumherum laufen, lockern. Und da ist es tatsächlich so, die bleiben im Gehäuse. Die werden also nur gelockert und kommen nicht ganz raus. Da einfach nur schauen, dass die eben wirklich allesamt richtig locker sitzen. Und um danach die Unterseite zu lösen, kann man hier, glaube ich, die Verbindung ganz gut sehen von Gehäuse und Unterseite. Die läuft hier einmal um das Gerät herum, also auch hier vorne lang. Und ich benutze hier generell für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles dabei, was man so gebrauchen kann. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, was ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt habe. Und da es sich hier um ganz normale Kreuzschrauben handelt, nehme ich als Aufsatz ein PH0. Den kann man dann auch für die Arbeiten im Gerät verwenden. Und genau, wenn man alles aufgeschraubt hat und alles locker sitzt, kann man eben mit einem dünnen, flachen Metallgegenstand oder ja, ich nehme jetzt hier einen Öffner auch aus dem Werkzeugset, versuchen, sich hier eine Öffnung zu schaffen zwischen Gerät und Unterseite. Ich versuche jetzt hier auf der Rückseite anzufangen und dann genau versuche ich hier quasi dazwischen zu kommen. Auch hier funktioniert das meistens ganz gut und dann hebelt man das so ein bisschen nach oben. Je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht, geht das ein bisschen schwerer, falls es noch nie geöffnet wurde. Da geht man einfach nur mit Geduld dran, sucht sich eine Stelle. Wenn das hier nicht so gut klappt, dann probiert man es eben hier oder eben hier. Und geht dann im Grunde genommen so einmal um das Gerät herum. Das laute Knacken ist hier auch normal. Das knackt teilweise richtig laut, aber das ist eben, wenn sich die Einraststellen lösen. Also da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Das ist normal. Und dann arbeitet man sich in dieser Technik um das Gerät herum, auch auf den Seiten und dann eben nach vorne hin. Und sollte es an irgendeiner Stelle mal besonders schwer gehen, dann kann man auch gucken, ob man wirklich die Schrauben ordentlich gelöst hat. Aber im Normalfall kommt einem das relativ schnell entgegen. Und dann kann man meistens mit den Fingern schon drunter fassen und auch wenn das noch ein bisschen hakt, dann einfach mit Wippen und Wackeln abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt irgendwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Super wichtig. Und wir sehen hier den Stecker bzw. das Kabel
Und der geht in dem Fall einfach nach oben hin abzuziehen. Kann man hier an dieser Schlaufe fassen. Und da braucht es ein bisschen Kraft, also tatsächlich nicht erschrecken. Man muss da wirklich ein bisschen dran ziehen, bis der sich löst und ist dann auf der sicheren Seite. Was wir hier noch sehen können ist, dass die SSD in dem Fall hier unter dieser Abdeckung zu finden ist. Dazu später mehr. Der RAM ist bei diesem Gerät aufgelötet, fest verlötet. Das heißt, man kann den nicht tauschen oder erweitern. Wir sehen hier noch das LTE-Modul unter dieser Abdeckung. Das WLAN-Modul ist direkt daneben und ist eben auch aufgelötet. Und dann sehen wir hier noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und hier an der Seite kann man noch die CMOS-Batterie sehen. Die ist aufgeklebt und wird hier von dem Stecker versorgt, den man zur Seite rausziehen kann. Das heißt, Akku raus und dann kommt man auch hier dran. Und bei dem Akku ist es auch so, den gibt es, deswegen sieht das hier drüben so ein bisschen komisch aus, den gibt es hier auch noch in der verlängerten Version, also mit einer Zelle mehr, je nachdem, was man da hat. Und um den Akku auszubauen, muss man auch wirklich nur die Schrauben, die hier drumherum laufen, rausnehmen. Mal gucken, kann sogar sein, dass die auch drin bleiben. Sieht jetzt danach aus. Also auch die werden nur gelöst quasi und ja, dann kann man den Akku eben nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Genau so. Der ja, hat jetzt hier noch ein bisschen, auch da muss man einfach ein bisschen dran ziehen und kann den so eben dann auch tauschen. Bei einem neuen Akku, also falls man den wirklich jetzt tauschen will, muss man das Kabel behalten. Der neue Akku kommt nämlich ohne das Kabel. Das ist aber auch kein Problem. Die zweite Verbindung sitzt hier unten und genau, und dann holt man sich das Kabel hier einfach raus und schließt das so, also hier reingesteckt, beim neuen Akku wieder an. Das nur so als Tipp. Die SSD ist wie gesagt hier unter dieser kleinen Abdeckung von dieser einen Schraube gehalten. Steht hier sogar eine kleine Anleitung noch mit drauf. Das heißt, wir nehmen das hier, diese Schraube einfach raus und können dann hier die Abdeckung, die ist quasi hier unten drunter geschoben, einfach raus und kommen so an die SSD dran. In dem Fall ist jetzt hier eine verkürzte SSD drin, da passt aber auch eine ganz normale lange rein. In beiden Fällen werden die von der Schraube hier hinten gehalten. Und sobald man die raus hat, kann man das ganze Konstrukt hier so ein bisschen nach oben hebeln und dann rausziehen. Genau so. Und eben im Fall einer verkürzten SSD, die ist dann einfach hier, die wird nur so ein bisschen hier drauf geschoben, die ist auch nicht weiter verschraubt oder so. Funktioniert dann eben so. Die lange SSD kommt natürlich ohne das dann aus. In beiden Fällen wird das hier einfach wieder reingeschoben. Das passt auch nur an eine Seite, also man könnte es gar nicht andersrum reinbekommen. Und dann wird das hier hinten wieder verschraubt. Dann schiebt man hier noch geschwind die Abdeckung drauf. Auch die liegt dann kongruent hier drauf und muss nur wieder verschraubt werden. Beim Lüfter ist es hier so, dass der nur zusammen mit dem Heatsink zu tauschen ist. Den kann man also nicht einzeln tauschen. Und was man dafür machen muss, ist, man muss diese komplette Abdeckung hier abnehmen. Da ist hier auch noch so ein kleines Klebeband drauf. Und die ist nur drauf gesteckt. Die sitzt hier quasi auf so kleinen Klammern. Das heißt, die zieht man dann einfach nach oben hin ab. Die ist relativ dünn, also einfach da schön gleichmäßig, nicht an einer Stelle dran rupfen. Genau so, und dann hat man die ganze Abdeckung hier in der Hand. Und genau, und dann sieht man, der Heatsink selber wird von diesen 4 Schrauben hier gehalten. Dann hat man noch am Lüfter die Schrauben und auch hier vorne das Kabel sollte man einfach rausfädeln. Also auch das, kann man auch den Speaker-Stecker hier nach hinten hin rausnehmen. Hier ist noch ein Klebeband drüber.
Und da ist das Lüfterkabel. Auch das kann man einfach nach hinten hin rausziehen. Und dann nimmt man die ganze Einheit samt Heatsink aus dem Gerät. Und genau, da muss man nur noch schauen, ob die Kühlpaste noch okay ist oder ob man da vielleicht neue braucht. Und dann kommt das ganze Konstrukt genau so wieder rein. Wird eben überall verschraubt. Auf jeden Fall da auch nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, das Lüfterkabel, das wird gerne mal vergessen, auch das wieder zu verbinden. Da kann man sich auch, ich meine, der geht auch bloß in eine Richtung, aber da kann man sich zum Beispiel merken, der hat auf einer Seite Kontakte. Und das heißt, da man die hier nicht sehen kann, zeigen die Kontakte dann nach unten. Und da auf jeden Fall wirklich schauen, dass der richtig drin sitzt. Und genau, dann kommt eben alles zusammen wieder oben drauf. Und die Abdeckung, die sitzt hier, das ist auch farblich übrigens hier noch markiert. Die kommt auf diese kleinen Klammern hier zurück, die hier drum rumlaufen. Und da einfach nur erst positionieren, dass das wirklich da. Und dann wird das einfach nur nach unten festgedrückt und sitzt dann hier überall wieder fest drauf. Und ja, so schnell geht das dann auch. So, um den Akku einzubauen, legt man den Akku von der Seite hier wieder in das Gerät. Und der fällt dann hier quasi schon auf die Gewinde drauf. Man muss den hier so ein bisschen einhaken. Das sieht man hier unten. Genau so. Und dann sitzt der aber automatisch auch schon richtig. Da die Schrauben nicht rauskommen, muss man die also dann natürlich auch nur einfach wieder festziehen. Und ganz am Ende nicht vergessen, super wichtig, auch das Kabel wieder zu verbinden. Auch das wird ja einfach nur von oben hier wieder drauf gesteckt. Auch da braucht man ein bisschen Kraft. Und ja, schon kann man die Unterseite wieder verbinden. Die Unterseite legt man jetzt einfach wieder von oben auf das Gerät. Hängt die hier unten so ein bisschen ein und drückt die nach unten fest. Auch in der Mitte. Ich schaue dann auch immer noch einmal um das Gerät herum, dass da wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. So wie hier zum Beispiel. Dass da alles wirklich geschlossen ist. Und dann ja, muss man auch hier nur die Schrauben wieder festziehen und hat das ratzfatz erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.